Nach den interessanten Informationen über das PTP-Signal von meinem Kollegen Hans-Jörg von Mobatime oder Moser-Baer haben wir jetzt den Überblick gekriegt, welche Systeme es gibt zum Synchronisieren. NTP, da haben wir jetzt einen schönen Überblick mal gekriegt für das erste. Der zweite Teil von mir, den ich halten darf, behandelt das Thema, ersetzt PTP herkömmliche Systeme? Wie ersetzt PTP herkömmliche Systeme und warum sollte man PTP-Systeme nehmen und wie werden diese PTP-Systeme integriert in bestehende Systeme? Ich kann nur vorneweg sagen, das ist meine Meinung, früher oder später wird alles über PTP laufen. Das ist aber meine Meinung. Ich habe jetzt für dieses Thema das Thema Elektrizität gewählt, also Energieversorgung, weil aus meiner Sicht die Energieversorgung einerseits sehr wichtige Netze haben, die immer funktionieren müssen, also Sicherheit ist ein großes Thema. Dann bei den Energieversorgern ist Synchronität enorm wichtig, weil sie müssen zu bestimmten Zeiten, nur zu diesen Zeiten darf geschaltet werden. Und die Energieverteilung hängt halt von diesen Sachen ab. Deshalb habe ich in meinem Vortrag jetzt das Thema PTP und generell IEC 61850, die neue Norm für diese Power Grid-Architektur gewählt. Viele sagen vielleicht, ja, ich habe mit Energie und Energieverteilnetzen nichts am Hut, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, was sind die Grenzen, wo sind die Grenzen, was kann übertragen werden, wie muss ich mich daran halten und die Implementierung von PTP in diese Energienetze zeigt symbolisch auch für andere Branchen, worauf man achten muss. Deshalb habe ich das Energiesektor gebraucht und genommen. Weil Energiesektor hat zum einen mal eine nicht sehr innovativ, ich denke mal, Stromverteilung von gestern, von heute und von morgen ist immer Stromverteilung, aber das parallele Netz, das dazu mitläuft und das unterhalten muss, das Kommunikationsnetz, das passt sich natürlich an. Und deshalb hat die IEC, die Normierung, das genormt. Warum und wieso und was sind die Hauptschwerpunkte von dieser Normierung, werden wir im Vortrag finden. Dann gehen wir ein bisschen genau ins PTP-Protokoll, geht dann Sven im Nachmittag definitiv rein. Aber wir gehen in die Unterstationen rein und sagen, wo wird PTP und wie wird PTP dort implementiert und benutzt. Dann ebenfalls das Thema Sicherheit, also Betriebssicherheit, dann Ringe, die parallel laufen, damit man, wenn ein Ring ausfällt oder ein Element ausfällt, der andere übernimmt. Das sind Datensicherheit, generell Sicherheit-Thema mit den HSR und Parallel Redundancy Protokoll wird auch Sven im Detail darauf eingehen. Ich zeige es einfach an, wie es in den Unterstationen gehandhabt wird. Deshalb werden wir so eine Unterstation von heute, von gestern und von morgen ein bisschen genauer anschauen und den Aufbau miteinander besprechen. In den Unterstationen hat es intelligente Geräte. Intelligente Geräte sind zum Beispiel Messgeräte, die Spannung messen. Strommessgeräte hat es dort. Es hat intelligente Geräte, die heißen Relais. Die messen die Zustände und lösen einen Schaltimpuls aus. Das sind die intelligenten Geräte, die in Unterstationen vorkommen. Die müssen natürlich mit PTP versorgt werden, einerseits, und andererseits müssen sie zeitsynchron, zeitnah Meldungen absetzen. Wie das geschieht, werden wir auch noch kurz erwähnt haben. Und dann sehen wir parallel dazu immer die Entwicklung der Unterstationen über die Zeit. Solche Entwicklungen hat es nicht nur in der Energiewirtschaft, die sehen wir auch im Broadcast, ähnliche sehen wir auch im Transmission-Bereich, im Telekom-Bereich, ist eigentlich dasselbe. Die Energie von gestern, auch noch von heute, ist eigentlich immer noch dieselbe. Irgendwo wird Energie erzeugt, im Kraftwerk, es wird ins Hochsystem, ins Höchstspannungsnetz
übertragen. Es wird in einer Unterstation von einer höheren Ebene auf eine tiefere Ebene transformiert und dann wird es wieder verteilt, bis wir am Schluss die 220 Volt, hier 110 Volt für die amerikanische Hierarchien, aber bei uns 220 Volt schlussendlich aus der Steckdose rauskommt. Diese Konfiguration ist immer gleich, das ist seit 100 Jahren nichts anderes. Kennen Sie die Stationen, die Unterstationen, das sind Fußballfelder, große Schaltelemente oder Unterstationen, um die Energie eben zu schalten und zu lenken. Und ja, etwa, wenn Sie übers Land fahren, finden Sie solche Unterstationen, Trafos, die so aufgebaut sind. Das ist eigentlich immer dasselbe. Man muss die Transformation, die Umwandlung von einer höheren auf eine niedrige Spannung bringen. Man muss die verteilen, den Betrieb sicherstellen. Das braucht ein Kommunikationsnetz, um diese Sachen, um diese Elemente zu betreiben. Die müssen geschützt werden, nicht nur von außen, sondern es muss auch geschützt werden gegen Stromschlag, also Wetter, Blitzschlag, Kurzschluss und so weiter. Und die Verbindungen müssen halt geschaltet werden. Das ist so die Hauptfunktionen einer Unterstation. Im Detail sieht man hier einfach den Haupttransformator, der die Hochspannungsebene in eine Niederspannungsebene bringt. Und das Thema ist seit 100 Jahren eigentlich gleich. Es hat Elemente wie Spannungsmessungen, Strommessungen, Messgeräte, dann hat es Relais drin, dann hat es Circuit Breakers, die dann, wenn geschaltet werden darf oder geschaltet werden muss, die Energie dann auch schaltet. Dann hat es Unterbrecher drin in diesen Substationen und die sind natürlich miteinander verbunden und man kann sich schon jetzt vorstellen, genaue Zeit ist hier innerhalb diesen Unterstationen ein wichtiges Kriterium. Ich sage mal das Wichtigste. Klar, die Relais und die Blitzableiter sind beschrieben ein bisschen. Das ist einfach Bestandteil oder sind Bestandteile solcher Unterstationen. Genau. Parallel dazu braucht es natürlich ein Kommunikationsnetz. Und in den 80er Jahren, sage ich mal, vor jetzt mehr als 40 Jahren, hat man die SDH-Technik dafür verwendet. Vorher hatte man hat Trägerfrequenztechnik gehabt, langsame Leitungen, aber man hat eigentlich seit den 80er Jahren ein SDH-Netz eingeführt. Und zwar die Basisstationen, die Substations, wie wir sie gesehen haben, die sind in einem synchronen SDH-Ring aufgebaut worden. Das ist vielleicht STM1, STM4, STM16, vielleicht sogar STM64, je nachdem, aber in den Anfängen war es STM1 und STM4 Ringe. Und innerhalb der Substation hat man dann die Schutztechnik und die ganzen Verbindungen zu den einzelnen Elementen eigentlich noch relativ manuell oder proprietär gemacht und hat diese Verbindungen dann über diese Technologie, diese WAN, V24, V35, die Schutztechnik mit C3794 und E1, 2 Megabit Leitungen hat man dann in diesen Multiplexern, SDH-Multiplexern geführt und die so verteilt, respektiv in die weitere Unterstationen angebunden, alles mit SDH-Technik. Das war eigentlich Stand der Technik und übrigens heute noch so. Das war ja in den 80er Jahren, wie wir sehen, hat die Anwendung eigentlich begonnen und mit SDH konnte man die Unterstationen miteinander verbinden. Die Architektur von SDH ist ein synchrones Netz. Das heißt, wenn Sie Daten übertragen, das war eigentlich super geeignet für diese Zwecke. Sie war symmetrisch, immer schön, Senderempfang war gleich, hatte geringe Latenz und konstante Latenz und die Fehlertoleranz hatte man auch im Griff, indem man diese automatischen Umschaltzyklen machen konnte. Wenn ein Element ausgefallen ist es eine Ringstruktur, man hat die Sicherheit ebenfalls gehabt. Also es war eine Technologie,
Da gab es nichts zu rütteln, die hat stabil gearbeitet oder arbeitet stabil, perfekt. Und mit diesen wichtigen Bedingungen, wie wir sie hier sehen in der Architektur. Mit den Jahren ist natürlich Internet dazugekommen. Man hat nicht nur die Schutztechnik und die betriebstechnischen Informationen übertragen wollen, sondern man hat auch angefangen mit E-Mail-Server anbinden. Voice kam dazu, die IP-Anlagen, also die Telefonanlagen auf digital sind dazugekommen. Es sind Services dazugekommen, Überwachungskameras wollte man innerhalb der Kraftwerke und der Verteilung übertragen. Also einfach mehr Daten dazugekommen. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass man den STH-Ring, den Backbone-Ring vielleicht von STM16 auf STM64 erhöhen musste. Trotzdem ist es immer noch für viele Anwendungen halt zu langsam und ist begrenzt in der Geschwindigkeit. Und da hätte man parallele Netze bauen müssen. Aber das war auch gerade der Zeitpunkt so in den 90er Jahren, als Ethernet langsam Fuß fasste und man Ethernet eigentlich dann benutzen konnte, um die Geräte miteinander zu verbinden. Das war so das Thema. Aber man hatte damals die Corporate-Daten und die Multiservice-Daten hatte man getrennt und dann nebst dem SDH-Netz ein paralleles Ethernet aufgebaut, um diese Internetfunktionen zum Beispiel, um andere Daten einfach, die nicht direkt zum Kerngeschäft gehören, von den Schaltkreisen über Internet anbinden. So hatte man zwei Netze betrieben, ein Ethernet-Netz einerseits mit den E-Mail und das bestehende Netz für T1, SDH und die ganze Schutztechnik, die lernen wir noch kennen, die Schutztechnik, die wichtig ist, hatte man auf SDH belassen. Das war eigentlich eine tolle Sache, alle waren zufrieden und das ist, ich würde mal sagen, gestern und heute. Das ist heute noch der Stand der Technik und die Kraftwerksleute, die die Systeme unterhalten müssen fit sein auf Ethernet wie auch auf SDH-Technologie. Jetzt und zukünftige Systeme, da wissen Sie selber aus Ihrer Erfahrung, SDH wird sterben. SDH stirbt und wird nicht mehr weiterentwickelt. Es gibt keine Komponenten, langsam keine Komponenten mehr. Es ist an die Grenzen gekommen und die Systeme müssen abgelöst werden. Früher oder später werden die abgelöst. Und wie wird es abgelöst? Mit bekannten Methoden. Man hat das Ethernet carriermäßig aufgemotzt, also man hat ein Carrier-Ethernet-Technologie mit MPLS, TP entwickelt und um die SDH-Netze schlussendlich abzulösen. Das war eigentlich der Sinn oder ist der Sinn von diesem Carrier-Ethernet-MPLS-Technologie. Wie Sie alle wissen, ist Ethernet alles andere wie synchron. Früher hatte man die Synchronität bei SDH, das war toll. Man wusste genau, nach so vielen Sekunden oder Mikrosekunden ist die Information vorhanden. Hier bei der Carrier Ethernet ist das nicht mehr der Fall. Das heißt, man musste sich überlegen, wie kriege ich die Zeit rein? Und das gilt natürlich jetzt nicht spezifisch für die Energiewirtschaft, sondern es gilt auch für andere. Es kommt PTP ins Spiel, das heutige Thema PTP kommt ins Spiel und muss verteilt werden und muss natürlich weiter runter verteilt werden bis in die Substation rein, weil hier ist STH auch nicht mehr vorhanden. Wir sehen nur noch E1 als, sagen wir mal, C3794 und E1 wird angebunden, die Schutztechnik, aber sonst ist in den Unterstationen ein großer Generationenwechsel im Gang. Also relativ viel Information, viel Neuigkeiten kommt da rein, hervorgerufen durch eigentlich durch die Umstellung von SDH auf Ethernet, weil halt das nicht synchron ist. Und damit kein Wildwuchs entsteht, und das ist das Tolle daran, dass hier in diesen die Kommunikation innerhalb der Substation oder genormt ist, wurde die IEC-Norm 61850 in die Wege geleitet und umgesetzt. Und so kann man
kann man auf der Ethernet-Basis die Informationen abhaken. Die Normierung beschreibt die Elemente, wie wir sie in diesen Unterwerken finden. Und IEC 6185, das ist halt schon jetzt energiespezifisch in dieser Form, finden Sie das weniger in den anderen Abteilen. Also IEC beschreibt die Protokolle, die da heißen GUS, Sample Value, ein typischer Fall, Sample Value hat gemessene Werte, also getastete Werte, Spannung, Strom und so weiter, die werden hier erstellt. Und dann das PTP-Protokoll und vorher im Vortrag haben wir NTP gehört, aber das heißt eigentlich das Simple NTP-Protokoll, eigentlich auch veraltet, aber das wird auch noch beschrieben in dieser IEC 61850-Norm. Diese 5 Elemente werden dort mehr oder weniger beschrieben. Was in den Unterstationen schlussendlich abgeht, das wird da beschrieben. Dann diese E1-Leitungen, die Schutztechnik. Wir werden es dann noch sehen. Schutz heißt, von Substation zu Substation wird die Leitung geschützt und die Informationen werden übertragen und diese Übertragung passiert über das Carrier Ethernet und im Carrier Ethernet, also in diesem Ethernet ist die Emulation. Also man hat Circuit Emulation eingeführt, bekannt auch in der Telekom Seite, dass man die E1, V25, V24, C3794, die WAN-Datenschnittstellen wurden da mit Circuit Emulation übertragen, eine sichere Übertragung über das Backbone-Netz. Die inneren Geräte der Substation, das sind die Messgeräte, das sind die Relais, das sind die Informationen, die Messstellenschalter, die Units, die Daten sammeln. Und das ist natürlich auch sehr toll, wenn jetzt all die Hersteller wie ABB, Alstom, Schneider, diejenigen, die so Relais bauen und entwickeln, die Schutzrelais bauen und entwickeln, eigentlich von einem, sage ich mal, genormten ausgehen können und sagen, okay, ich kann mich verlassen auf die IEC-Norm, man hat eine genormte Schnittstelle, man hat genormte Daten, man hat genormte Verkehr, das vereinfacht es vielen. Und deshalb ist die IEC 61850 eigentlich für die Elektrizitätswirtschaft enorm wichtig. Ich habe vorher gesagt, wenn ich die Substation anschaue, wie das früher mal war, das war die Schaltungen, die Messstellen, messen, schalten, das ist gleich geblieben. Verdrahtet sind die oder waren die und mit Kupferkabel, jedes Gerät einzeln, abhängig von der Länge und so weiter, sind die in diese intelligenten Geräte ausgewertet worden. Diese intelligenten Geräte sind kontrolliert worden innerhalb der Substation vom Controller und das war's. Wir haben IRIG-B kennengelernt, also die Zeit ist innerhalb der Substation war sichergestellt worden mit IRIG-B, also war schon 40, 50 Jahre oder noch mehr die Technologie oder Stand der Technologie. Das war ganz früher so, man konnte die Substation innerhalb gut überwachen. Dann kam STH dazu, also SONET oder eben STH, dass man Substation übergreifend kommunizieren konnte. Das war eigentlich die größte Erneuerung. Und dann kam auch die Schutztechnik dazu, die Strecke zwischen dieser Substation zur nächsten Substation kontrollierte und testete und messte. Das war eigentlich das Thema, als die STH-Leitungen dazu kamen. Und innerhalb der Geräte, der intelligenten Geräte, das war alles noch proprietär. Das hatte ABB das eigene Ding, das hatte jede Firma, Schneider, weiß ich was, haben eigene Protokolle gehabt, eigene Informationen, aber es war doch schon ein Bus. Aber damals hatte man noch kein Ethernet, es war ein selbst gebauter Bus. Die Busfunktion oder die die Vorteile des Busses sind, ich kann gleichzeitig 2, 3 oder mehrere Geräte ansprechen. Das kann ich natürlich, wenn die einzeln verbunden sind mit Drähten, muss ich Befehl an 2 Orten rausgeben und die Zeit
Synchronisation ist nicht unbedingt das Beste gegeben. Das war vor den 80er Jahren, so, oder bei den 80er Jahren. Und dann hat Ethernet eigentlich die Welt uns eingeholt, sage ich mal, und das ist immer besser geworden. Im Backbone-Bereich ist das Ethernet gekommen. SDH immer noch beide Netze, wie wir gehört haben, werden betrieben. Weil Ethernet dazugekommen ist, okay, das war das Synchron, aber man hatte bereits die ersten Ansätze genommen und hat gesagt, okay, ich nehme das Network-Timing-Protokoll, also vom Internet das Protokoll, das Zeitprotokoll und arbeite mit diesen und diesen Endgeräten. Das war der große Schritt. Hier auch das erste Mal der Übergang vom proprietären Bus zum Stationsbus, wie der heißt, Station Bus. Das ist eigentlich eine Entwicklung, dass man hier schon die Norm 61850 gegriffen hat und die Ethernet-Normierung auf dem Stationsbus genormt hat. Also die intelligenten Geräte konnten schon mal von verschiedenen Herstellern kommen und man konnte mit verschiedenen Geräten arbeiten. Das war das Thema und morgen wird es so sein, dass das Ethernet schlussendlich, das SDH verschwinden wird. Das sehen wir hier nicht mehr, wir sehen nur noch den MPLS-Backbone. Wir haben aber nicht mehr das NTP-Protokoll, jetzt haben wir das PTP-Protokoll mit dem PTP-Master. Hier haben Sie noch keinen Master, haben wir auch vorhin gehört. Das wäre nicht sehr sinnvoll, es sind zwei Paar Schuhe, aber hier hat man den PTP-Master, der Master-Clock-Funktion hat und der verteilt über den MPLS-Backbone die PTP-Informationen auf den Stationen raus und hier wird der Takt aufbereitet, übernommen und verteilt wieder auf die ganzen intelligenten Geräte, die in den Substations sind. Gleichzeitig, und da ist es noch nicht alles jetzt schon soweit, ist der Prozessbus ins Leben gerufen. Also man hat die direkten Verdrahtungen auch durch einen Bus ersetzt oder wird durch einen Bus ersetzen, um noch schneller die Leitungen und eben mit Busfunktionen, mit Ethernet-Funktionen die Daten zu sammeln und dann entsprechend Auswertungen zu machen. Das ist auch in der IEC-Norm festgelegt. Und man hat in Sachen Sicherheit viel unternommen. Man hat diese Ethernet-Leitungen mit verschiedenen Methoden, die wir von Sven heute noch sehen werden, in Sicherheit gebracht, Redundanz eingebaut, dass wenn eines passiert, etwas passiert, dass Unterbrechung oder so, dass der andere übernimmt, unterbrechungsfrei übernimmt, dass eigentlich immer gewährleistet ist, dass wir hohe Sicherheit haben. Das ist so im Prinzip der Stand mit Smart Grid, mit den Informationen, so wird es ab heute und dann in den nächsten 20 Jahren das kommen. Man muss sich vorstellen, diese Switchfelder, die wir da sehen auf dem Gelände, die sind nicht einfach so von heute auf morgen ersetzbar. Und es macht auch keinen Sinn, die einfach auszuwechseln, aber wenn halt die Technologie das uns zwingt dazu, dann muss geändert werden. Und die Kraftwerke, die sind jetzt in dieser Phase, im Übergang von hier zu hier. Einerseits im Backbone die Herausforderung, andererseits auf dieser Seite die Herausforderung. Im Detail würde das dann so aussehen, so ein Smart Grid ist klar geteilt in den Stationsbus und in den Prozessbus. Der Prozessbus ist innerhalb der Bay, also dort, wo die Phase geschaltet wird. Hier Spannung und hier ist das Hochspannungsnetz mit den Elementen, um die Spannung zu messen. Und das geht alles über Ethernet, über den PTP-Bus. Und hier kommen die Daten und die heißen Sampled Value. Die Sampled Values, die werden dann oder kommunizieren mit diesen einzelnen Geräten. Übergeordnet über den Stationsbus ist die Meldung über GUS. Heißen einfach GUS und die werden von Station über MPLS-Netz übertragen, aber auch innerhalb der Substation kann man mit GUS-Meldungen kommunizieren. Oben ist klar, das Managementsystem, wie ich die Dinger konfiguriere, wie ich das Netz konfiguriere, das bleibt. Das ist auch beschrieben in der Norm, wie die auszusehen haben.
Das SDH-Netz wird sterben, ist da auch noch so in Klammer gesetzt, wird dann backbone-mäßig mit Ethernet angebunden werden. Die Schutztechnik E1, die hält sich. Die bleibt auch in den nächsten 20 Jahren noch so, weil man will das ein bisschen getrennt haben. Also man kann sagen, okay, das ist End-to-End, wir messen das separat. Deshalb ist die Schutztechnik, die C3794, nicht Teil des IEC 61850. Ich sage dann auch noch warum. Aber so sieht eigentlich der Bus aus. Auf der PTP-Seite ist klar, man hat einen PTP Grandmaster irgendwo an einem Ort, sagen wir im zentralen Punkt, und die Substationen werden über den PTP-Information versorgt. Stationsbus, Prozessbus, schön getrennt. Die IEC 61850-Norm lernen wir jetzt ein bisschen erkennen, damit müssen Sie nicht im Detail wissen schlussendlich, oder wenn Sie da was müssen, können Sie es nachlesen. Das Wichtigste ist einmal, wir haben mit den Amerikanern und die Europäer haben einen Standard. Es gibt keinen amerikanischen und es ist ein Standard. Das ist ein großer Vorteil. Man spricht die gleiche Sprache in dieser Normierung. Und das sind für die Softwareentwickler, gibt es da Objektmodelle, es gibt standardisierte Konfigurationssprachen, das ist relativ viel genormt und erleichtert das Leben. Und das Ziel ist es einfach, dass diese intelligenten Geräte, was auch immer das sind im Subnetz, die sollten interoperabel sein und untereinander sprechen können. Und zwar egal von welchem Hersteller Sie kommen, Sie müssen sich verstehen und das vereinfacht es natürlich auch für die Wartung, es vereinfacht es aber auch beim Service. Ich kann hier mit einem Analyzer-Gerät, vielleicht von uns, aber von anderen kann ich stimulieren und Daten austauschen und emulieren. Es ist genormt und ja, das ist eigentlich das große Ziel. Und die Datenerfassung, da werden wir dann schon noch ein bisschen darauf gehen, die Spannungsmesser, die Strommessungen innerhalb der Substation, die geht viel direkter und schneller, weil man die Datenerfassung direkt an den Primärgeräten erfassen kann, ohne Umweg, ohne große Sachen wird es verteilt. Das heißt, der Controller hat immer ein genaues Bild von den Verhältnissen zu diesem Zeitpunkt am Ort draußen. Man hat LAN, das sind natürlich Verkabelungskosten, ist mal kleiner, das ist ein großer Vorteil, aber der größte Vorteil ist, ich habe ein Internet, ein LAN und das kann optisch sein und das ist natürlich in diesem energiegeladenen Umfeld sehr praktisch. Da muss ich mir keine Gedanken machen wegen Spannungsableitungen und Überspannungen und Stromschläge und sowas induziert wird in diesem Bereich, das ist sehr groß. Das Modell beinhaltet, wie vorher schon gesagt, diese 5 Elemente, das sind die Sampled Values, die GUS-Meldungen und unser Thema heute, das PTP, die Elemente sind zeitkritisch und deshalb sind sie direkt auf Ethernet. Die gehen also mit ihren Informationen direkt, ohne irgendwelche Umleitungen über IP oder weiß ich was, direkt auf Internet, auf den Internetbus. Dass man schnell unterwegs ist, direkt, klar. Das sind die 3. Dann kommen das ältere Network Timing, das Simple Network Timing Protokoll und Managementsysteme, die können über TCP verbindungsorientiert arbeiten, schlussendlich mit IP-Adressen versehen. Das ist dann weniger zeitkritisch, sondern einfach zeitsensitiv, aber nicht zeitkritisch. Das ist der große Unterschied. Die 3 Meldungen, die sind zeitkritisch, hier vielleicht ein bisschen weniger. Aber das ist einfach wichtig zu wissen, dass auf den Ethernet-basierten Protokollen diese Sampled Values und GUS-Meldungen, dass die eben halt zeitkritisch sind. Und natürlich das PTP-Information selber, die möchte ich auch möglichst schnell übertragen haben. Dann die verlustfreie Architektur unten, das werden wir dann beim Vortrag von Sven sehen, ein bisschen genauer. Das ist die Umschaltung, die Redundantschaltungen, wie das passiert dort bei diesen Netzen, übrigens auch bei anderen Netzen. Wo Sicherheit gefragt ist dieses Protokoll oder sind diese Verfahren sehr wichtig. Rauszunehmen, wenn man die 5 Elemente anschauen, die GUS, PTP, MMS und so weiter, ist vielleicht nur wichtig zu wissen, hier die Delays. Das ist die Zusammenfassung, auf was man sich einlässt. Ich meine, wenn ich jetzt eine Übertragungszeit habe, die größer ist wie 3 Millisekunden, dann kann ich es gleich vergessen, weil
das muss kleiner wie 3 Millisekunden sein, mit hoher Priorität, wenn ich das priorisiere. Es ist vorhanden im Prozessbus. Das sind die Informationen, das sind die Grenzwerte. Wenn ich jetzt eine Information habe oder ein Netz habe, das per se schon vielleicht 10 Millisekunden, 20 Millisekunden geht diese Meldung schon mal nicht durch. Das sind so die Grenzwerte. Das ist auch vielleicht das Wichtigste für uns jetzt zu wissen, wenn ich ein Netzwerk plane oder so, das sind die Grenzwerte, die da zu beachten sind. Hier sind die Meldungstypen. Klar, wir haben den Netzwerkanalyzer hinten, da kann man diese Meldungstypen aufschlüsseln und alles. Aber das sind diese Meldungstypen, die da erscheinen und die natürlich protokolliert werden können und mit denen die einzelnen intelligenten Geräte untereinander kommunizieren. Das ist interessant bei diesem Verfahren. Wichtig ist auch die Prioritäten. Wenn ich ein Netz habe und diese Informationen, dann muss ich gewisse Tag-Funktionen einbauen, damit die priorisiert übertragen werden. Das ist hier mal der Fall. Und dann noch vielleicht von der Bandbreite her, das kann man sich streiten. Diese Meldungen haben nicht sehr viel Bandbreite, das wird nur wenig Daten übertragen. SV hat eine hohe Bandbreite, obwohl sie eigentlich nur Spannungs- und Stromwerte übertragen. Aber ich sage dann warum, weil die werden mit einem Verfahren übermittelt, das dann wieder viel Bandbreite erzeugt, weil man Echtzeit abbilden möchte. Diese Sampled Values sind interessant, weil ich möchte ja an diesem Punkt von diesem diese analogen Werte muss ich erfassen und halt, wenn Nulldurchgang ist oder wenn ich das schalten darf, den Circuit Breaker aktiviere, dass der schalten kann. Also ich muss diese analogen Werte erfassen in diese Merging Unit, wie sie heißt, und in ein Protokoll verpacken, das ich den intelligenten Geräten, die das wissen müssen, mitteilen kann. Und weiter, auf der anderen Seite, auf der Stationsbus, kommt vielleicht die Weitermeldung in eine höhere Instanz, dann geht es mit GUS-Informationen weiter. Also die sind sehr zeitkritisch und das sind Erfassungen von Rohdaten und bedingt natürlich, dass man diese entsprechend benutzt. Und das Verfahren, also das heißt, in dieser Messunit, wenn ich die Daten erfasse, braucht es hier schon PTP. Oder früher IRIG-B, aber das war dann nur innerhalb der Station, also innerhalb des Prozessbusses möglich. Aber so brauche ich die Zeitinformation, und zwar haargenau. Es muss sein, wir haben nur Informationsgehalt, wenn ich weiß, zu welchem Zeitpunkt die richtig sind. Und die streame ich dann raus auf die einzelnen Elemente. Also das intelligente Endgerät-Device weiß immer über diese Sampled Value, was hier herrscht. Und Sampled Value ist nichts anderes wie Kombinieren, Korrelation von Spannung und Strömen der 3 Phasen. Das ist jetzt eine Phase, da gibt es Phase A, Phase B, Phase C, Korrelation der Phasen und Informationen, die dann published werden, übertragen werden auf der anderen Seite zu diesen Endgeräten. Und warum die einzelnen Meldungen wirklich sehr klein sind, aber die Sample, die Taktrate, die ausgesendet wird, die ist sehr groß. Man sendet die Informationen permanent raus nach einem Zeitmuster, zyklisch. Und diese zyklische Übertragung gibt dann schlussendlich viel Bandbreite. Also es wird hier permanent übertragen, so dass ich die Welt hier sehe. An jedem Gerät, das es dann auch benötigt, sieht den Stand am Publisher. Das heißt, diese Meldungen haben dieses Format, SV, Sampled Value Format, ist multicastingfähig, ist vor allem für den Prozessbus geeignet, Multipoint to, das ist ja bla bla bla, das ist klar bei Ethernet. Die GUS-Meldungen sind ähnlich, aber haben einen größeren Bereich, die sind hier im Protokoll auch Echtzeit, aber die rapportieren auf dem Stationsbus nicht nach einem definierten Zeitraster oder permanent, sondern die geben nur Informationen weiter, die geändert haben. Das heißt, sie senden auch kein Acknowledge, es geht direkt auf Ethernet, wird das abgebildet, keine Verbindungssicherung, aber
Es geht, ja, ist mit anderen vorhanden, es geht mit diese Meldungen, die werden über das Bussystem übertragen und die haben ein Zeitraster. Man sagt, okay, am Anfang alle 10 Millisekunden sollst du senden. Das sehen wir hier, der Publisher ist alle 10 Millisekunden. Also wenn jetzt ein Zustand 0 ist und sich nicht ändert, dann fängt er an mit jede 10 Millisekunden wird Grußmeldung abgesendet. Ändert sich was, kommt wieder und alle 10 Millisekunden als Beispiel. Ändert sich nichts, dann geht es höher, dann zählt er hoch und sagt, okay, dann nach 20 Millisekunden, nach 30 Millisekunden, das Wiederholungsintervall wird höher und wir werden die Meldung sehen im Bereich von 10, das ist falsch da mit 100 Millisekunden, 10 Millisekunden bis zu einer Minute kommen dann die Meldungen auf den Bus. Eine Minute, wenn sich nichts ändert, dann ist klar, eine Minute ändert sich was, dann wird wieder geintervallt. Also wenn Sie mit dem Analyzer auf einem Bus melden, dann sehen Sie die gleichen Messungen immer wieder, einfach dann mit den gleichen Werten hier und wenn es ändert, kommt immer wieder, wenn eine Meldung immer schnell hintereinander kommt, dann weiß ich, die Werte ändern sich. Das gibt so wie eine Monitoring-Funktion, ein Heartbeat-Möglichkeiten, dass man sagt, das Heartbeat. Aber da ist wichtig, Grußmeldungen haben variable Latenzen. Wie sieht das aus? Hier, der Publisher. Die Datenwerte von diesen Spannungsmeldern und weiß ich was, Equipment, werden im Datenfeld, im Grußmeldung eingebaut und dann werden die an diese Adresse geschickt, an diese Destination-Adresse mit einem Tagfeld priorisiert. Hier das Ethernet, Typeframes und die Meldung kommt hier in diese rein. Dann wird, wenn Switch vorhanden sind, muss hier die Priorisierung sein und der Verkehr geht über den Stationsbus zu den anderen Geräten und diese werden hier wieder ausgepackt wieder. Das ist die Publisher-Funktion zu den Subscribern und das ist eigentlich eine für uns, wenn Sie zum Beispiel eine Leitung der Energiewirtschaft betreiben, müssen Sie Switche einsetzen, diesen Verkehr priorisieren können. Sie müssen auch gewisse Zeitkriterien einhalten, aber das sind so die Eckwerte, die notwendig sind, um eine Meldung im GUS zu übertragen. Das sieht aus wie dann so ein Heartbeat, also ich kann anhand schon der Taktfrequenz und wie die Meldungen kommen, sehe ich, ist Normalität im Bus oder ist Leben im Bus, das sehe ich schon an der Frequenz der Meldungen, die kommen, das sieht man schon relativ viel auf den Zustand. Das ist klar. Der Benefits ist klar von diesen GUS-Meldungen, ist auch ein Bus, im Prozessbus und also im Stationsbus und man hat die Möglichkeit, diese hardwareverdrahteten Systeme wie früher sind in einem Bus zusammengefasst. Das kann Glasfaser sein, die Vorteile haben wir gehört. Testkosten ebenfalls, wie bei den Sampled Values, das sind der genormte Nachrichtenelemente, die kann ich vordefiniert, die Sprache ist vordefiniert. Ich kann Multipoint, nicht nur der Point-to-Point, ich kann Multipoint-Anwendungen, ich kann intelligente Geräte anderer Hersteller benutzen und die sollten und müssen zusammenarbeiten können. Es gibt vielleicht sogar reduzierte Wartung und ich kann das Ganze von einer anderen Station her bedienen, weil die Meldungen, die kann ich routen, respektiv tunnelieren, ja, sage ich mal so. Zeitprotokoll haben wir heute schon gehört, das sind im Wesentlichen diese SNTP und PTP Protokolle, die benutzt werden. Anfänglich war das so, in der ersten Phase hat man dieses IRIG-B-Protokoll benutzt und man musste vom Clock, woher auch der kam, musste man diesen im Stationsclock auf die entsprechenden Controller, intelligenten Endgeräte verteilen mit IRIG-B. Ist heute eigentlich noch Stand.
Die meisten arbeiten noch so, das sind Geräte, die sind schon seit 10, 20 Jahren im Einsatz, haben aber ihre Schwächen und deshalb kann es schon mal vorkommen, dass eine Fehlschaltung kommt, dass etwas passiert. Bei uns Gott sei Dank sehr wenig, aber es sind halt schon Witterungseinflüsse, die da einkommen. Dann sind es Einflüsse hier innerhalb der Station, die etwas auslösen können, dass ein Protokoll nicht ganz richtig verstanden wird. Es ist einfach eher anfälliger für Störungen. Dann hat man aus dem Netzwerk das NTP ein bisschen abgeändert und hat dann den eigenen Server entwickelt, den SNTP-Server, synchronisiert durch das Network und hat dann die Verteilung so vorgenommen. Das sieht man auch noch, ist aber zu langsam. Das NTP reicht aus für Zeiten so im 10 Millisekunden Bereich, 1 bis 10. Die Genauigkeit ist im Prozessbus untauglich. Im Stationsbus, da kann es vielleicht noch funktionieren, aber halt auch nicht. Und dann kommt PTP. Und das PTP ist eigentlich sehr wohl geeignet dafür. Man hat einen Clock Master, verteilt ihn über das MPLS-TP-Netz, was auch immer, bereitet ihn in Station wieder auf. Wenn da was passiert, habe ich wieder eine GPS-Synchron im Notfall und habe hier immer wieder PTP-Protokolle bis runter auf den Switch. Also ich habe PTP, finde ich, runter bis in den Circuit Breaker, dort, wo die Spannung schlussendlich geschaltet wird. Also ich habe durchgängig über den Prozessbus, über den Stationsbus habe ich die PTP-Information. Das ist wirklich ein großer Vorteil gegenüber allen alten Systemen. Und ja, für die Energiewirtschaft ist natürlich sind spezielle Profile, werden wir auch von Sven noch hören, Profile, Anforderungen, die an diesen Taktanforderungen gegeben sind. Welchen Taktgenauigkeit brauche ich? Die sind in dieser Norm definiert und die werden wir und unsere Messgeräte kontrollieren und halten die ein oder testen die Geräte. Die Genauigkeit in diesem Umfeld ist ja so 1 Mikrosekunden und darunter. Also ich würde mal sagen, so 1 Mikrosekunden sind Sampled Values, ist die wichtigste, also die Auflösung an die Genauigkeitsanforderungen, vielleicht sogar mehr. Das PTP-Protokoll, die Basis dazu werden wir auch von Sven nochmals kennen. Wir haben es vorher im Vortrag gehört, schon ein wenig, was dahinter steckt. Es wird mit 4 Meldungen wird der Zeit berechnet, dass die Verzögerungszeiten eingehalten werden und dann kann man aus diesem Slave ein IREG-B-Signal generieren, weil die Geräte halt noch existieren und später natürlich kann das dann auf GOOS kommen, aber GOOS ist ein Thema in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Und das ist der große Vorteil von PTP. Parallel dazu hatten wir gehört noch, die Protection, also die Line-Sicherheit, die ist nicht genormt, die hat man vorne weggelassen, sage ich mal, weil die Protection eigentlich das Ganze schützen sollte, also End-to-End, also vom Stromerzeuger bis zu den Transformatoren in die Unterstationen und dann von den Transformatoren wieder über Kondensatoren, über die Stromleitungen zu Unterstationen. Diese sind immer Punkt und das muss geschützt werden. Und wie hat man das früher gemacht, den Schutz? Das ist eigentlich, haben wir gesehen, es wird der Strom gemessen, das hat man früher schon gemacht. Spannung, Strom ist man gemessen. Dann hat man mit diesem Relais die Impedanz bestimmen können. Und als man die Kommunikation noch nicht hatte, ganz früher, dann hat man einfach gesehen, wenn ich da reinschaue, habe ich Z1 als Impedanz. Und wenn die sich ändert und ein Kurzschluss war irgendwo, dann ist das klar, bei einem gewissen Punkt hat der gesagt, zack, schalt ab. Das war Protection, da ist was los. Und auf der anderen Seite dasselbe. Das waren dann die lokalen, eigenständigen Systeme, die so gearbeitet haben, den Richtungsstrom gemessen haben, also in eine Richtung und mehr konnte man nicht. Und damals mit den STH-Funktionen, mit den Übertragungsmöglichkeiten, mit den Kommunikationsmöglichkeiten zu anderen Substationen, hat man dann die Information zurückgehalten. Man konnte dann sagen, okay, ich nehme I1, kenne ich, I2 hole ich mir, Differenz ist 0, alles in Ordnung, Differenz ist groß, ich habe Fehlstrom
Und dann kann ich schon sicher auslösen. Nicht, wenn hier plötzlich ein Verbraucher kommt und viel Strom braucht, dass er dann abschaltet, sondern ich habe dann Strecke so in Kontrolle. Und das hat man mit diesen Stromdifferenzmessungen als Beispiel messen können. Früher war das basiert gewesen mit dem Gerät, als man die Impedanz gemessen hat. Und dann ist SDH dazugekommen, halt die Protection mit dieser eigenen Schnittstelle, C3794, über das SDH oder SONET-Netz übertragen, wieder zurück. Also, und so konnte man Leitungen und Meldungen austauschen untereinander. Wichtig war auch hier, dass die Latency in der Summe eben innerhalb diesen Bereichen war. Aber das war bei SDH eigentlich kein Problem. Heute SDH weg, also ist diese ganze Technologie in Circuit Emulation, mit Circuit Emulation betrieben. Das heißt, ich kann direkt an den Ethernet-Switch gehen und übertrage die Information zueinander. Aber auch dort ist Messtechnik gefragt, weil diese Zeiten, die müssen eingehalten werden, egal was da dazwischen ist. Und klar, wir haben es ja früher gehört, oder vorher gehört, irgendwann kann ich das auf GUS machen, wenn diese Meldungen dann auf GUS kommen, dann kann ich die Übertragung über das MPLS tunnelieren und sage, okay, ich mache einen Tunnel durch das MPLS-Netz und mache die GUS-Verbindung. Das wird dann irgendwo in 10 Jahren der Fall sein, sage ich mal, bei den Betreibern, dass die Schutztechnik schlussendlich über GUS abgewickelt wird. Dann haben wir Fehlertoleranz noch kurz. Das ist ein Thema, das Sven dann ein bisschen genauer, ein bisschen detaillierter bearbeitet. Bei der Fehlertoleranz meinen wir diese MAC-Layer-Funktion mit diesen PHP und HSR-Funktionalitäten. Mit dem garantiere ich Verfügbarkeit des Netzes, hohe Verfügbarkeit des Netzes. Auch ein wichtiger Punkt bei den Netzbetreibern, Strombetreibern. IEC 81 bringt eine Einheit, verbessert die Integration, haben wir schon öfters gehört, reduziert und bringt einfach eine Kommunikationsnetzwerk anstelle des alten verdrahteten Netzes zustande. Man hat Peer-to-Peer-Möglichkeiten reduziert und so weiter. Das ist eigentlich das Thema von IEC 61850. Wenn wir von Albedo Telekom haben Messgeräte, die auf mehr oder weniger jedem Punkt entsprechend Messungen vornehmen können. Vornehmlich sind es eigentlich schon Zeitmessungen oder Protokollmessungen, aber die Geräte, die Sie hinten auf unserem Tisch sehen, die sind so ausgelegt, dass Sie bei den Kraftwerken an diesen Punkten überall Ihre Messungen tätigen können. Ja, habt ihr noch Fragen vielleicht mal so, wie es in Ihrem Bereich aussieht? Dann würde ich noch 2-3 Minuten Zeit darauf aufwenden. Wenn nicht, sage ich besten Dank und wir sehen uns dann bei den praktischen Messungen heute Nachmittag. Dort werden wir so PTP-Wander-Jitter-Messungen miteinander durchführen und wir werden sehen, wie das eigentlich einfach ist. Es hat relativ kompliziert vielleicht an meinem oder anderen Ort ausgesehen, aber in der Tat ist es eigentlich nicht so extrem schwierig. Besten Dank und dann, weiß ich nicht, machen wir eine kurze Pause oder geht es gleich weiter? Sven? Es geht weiter. Okay.